Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Wir befinden uns heute auf F24, wie man unschwer erkennen kann, am grünen Ork. Ja, ich habe mein Gold verskillt in der Zwischenzeit und wir haben einiges an Statpunkten wirklich gut gemacht. Wenn ich das mal kurz vergleichen darf, im Bezug zu dem letzten Video, was wir aufgenommen hatten, da hatte ich mein Gold noch nicht verskillt gehabt, sieht man, haben wir jetzt, ja, 30.000 Ausdauer mehr auf einmal und das ist natürlich richtig stark. Kam natürlich zustande durch die Kompensation der Fusion und ja, das ist auf jeden Fall sehr bemerkbar. Wir haben jetzt fast die 200.000 hier, das sieht alles schon sehr gut aus und ja, wir sind ja auch im Sandsturm. Ich glaube damals, als ja, ich wieder zurückkam aus dem Urlaub, sind wir hier rein, weil das Hexen-Event noch nicht da war und wir noch ein paar Plätze frei hatten und wir hätten wahrscheinlich sowieso nicht so weit kommen können. Das hatte sich aber widerlegt gehabt. Ich glaube, wir hatten damals ausgerechnet, dass wir so bis in die 220er, 230er Etagen kommen mit dem Krieger. Und jetzt sind wir ja nochmal einiges stärker geworden, wodurch wir wahrscheinlich nochmal mehr im Sandsturm erreichen werden. Das können wir leider jetzt auch noch nicht testen. Da müssen wir uns noch ein bisschen in Geduld wiegen, sag ich mal. Ja, Shakes and Fidget ist nun mal ein Marathon, ne? Und kein Sprint. Ja, habt ihr bestimmt noch nie gehört. Und deswegen müssen wir da jetzt uns ein bisschen gedulden einfach mal und werden dann hier auch auf ich wollte jetzt W50 gerade sagen, auf F24. Das wird mir bestimmt noch ein paar Mal passieren. Dann hier auch auf dem Ork ein bisschen ja, durchknallen hier mit dem Sandsturm. Können wir leider jetzt noch nicht machen. Dasselbe gilt halt für ein Main und mit einem Battle Mage ist genau dasselbe. Deswegen ja, können wir da noch nicht allzu viel machen. Dann wird uns auch, denke ich mal, Stufe 600 gewiss sein. Jetzt ist das Inventar halt eben, wie gesagt, so gut wie voll. Die Hexe nimmt uns nichts ab und deswegen müssen wir halt einfach warten. Ja? Ansonsten wollte ich euch mal ganz gerne so ein bisschen die aktuelle Ehrenhalle, die Gilden-Ehrenhalle zeigen, der Fusion 24, denn hier hat sich ein bisschen was getan. Die Gilden haben sich jetzt ein bisschen gefestigt. Es sind ein paar Fusionen, so ein paar kleine Mini-Fusionen vielleicht auch haben stattgefunden. Ja, und es haben sich so ein paar ja, Member unter den Gilden ausgetauscht, aber viele Main-Gilden sind trotzdem natürlich noch weiterhin am Start, unter anderem halt eben auch Crit Happens mit einem Durchschnittslevel von 588 jetzt. Ja, übrigens hier ist auch noch der Softcore Herbert dabei, der natürlich auch extrem profitiert hat durch diese Kompensation, weil er ja seine Dungeon-Pause so extrem spät aufgelöst hatte auf W50, war er nachher am Schluss derjenige, der Level höchste war auf W50. Vorher war das ja der Jurik gewesen, aber durch diese extrem späte Auflösung war das der Softcore Herbert und deswegen ist er hier auch jetzt der Level höchste und konnte sich ja, demzufolge auch am meisten Kompensationsboni ja, in Bezug auf Statpunkte halt eben einheimsen. Und ja, mal gucken, wir können uns ja mal vergleichen, wir wollten das ja sowieso mal so ein bisschen auf dem Schirm haben, da ja der Softcore Herbert deutlich ja, besser gespielt hat oder beziehungsweise überhaupt eine Dungeon-Pause gespielt hat im Vergleich zu mir, ist er natürlich von den Stat-Punkten her jetzt erstmal noch behind, aber durch diesen extremen Level-Vorteil, den er hat mir gegenüber, kann er auf lange Sicht vielleicht ein bisschen Statpunkte aufholen und das werden wir dann halt eben auch noch beobachten, wie das Ganze hier verläuft, ob er die Chance hat, uns noch irgendwie ansatzweise einzuholen oder halt eben nicht. Ja, und deswegen, da haben wir auf jeden Fall ein Augenmerk drauf. Ansonsten, wie gesagt, Crit Happens mit Durchschnittslevel 588. Oblivion ist jetzt eine Gilde, die jetzt hier neu dazugekommen ist, für uns W50er, sag ich mal, die wahrscheinlich hier auch den Server ein bisschen aufmischen kann, denn wir haben hier tatsächlich ein 586er Durchschnittslevel und die spielen ganz weit oben mit den Leuten von Crit Happens, Partnergilde Rising Star, ja, die hier unten irgendwo, glaube ich, sind, ja, hier.
Und das wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend werden. Ich denke mal, dass die beiden sich vielleicht so ein bisschen das Battle um Platz 1 hier auf dem Server liefern werden. Ansonsten war ja bisher Crit Happens wirklich unangefochten auf Platz 1 immer gewesen. Ansonsten haben wir hier Dead Valley noch am Start, ne? Die ein bisschen schwächer sind, zumindest vom Durchschnittslevel her. Jetzt nur rein auf das Level bezogen, nicht auf die Stärke generell. 580 haben wir hier bei Metropolis, ja, auch nicht verkehrt. Avalanche haben wir hier mit 536, da sehen wir dann schon eine deutliche, ja, einen deutlichen Spike, sag ich mal, zu den ersten Platz 4 Gilden. Ja, Avalanche 536, wenn wir das mit unserer eigenen Gilde vergleichen, wir haben 547. Und ja, wir haben auch ein, zwei Leute auf die Warteliste hier auch bekommen, worüber wir uns natürlich auch sehr, sehr freuen. Das ist auf jeden Fall sehr cool, deswegen vielen lieben Dank dafür. Wir werden hier weiter ein Augenmerk drauf haben, auf unsere Gilde, gucken jetzt auch nochmal ein bisschen expliziter auf die Leute, die halt eben, ja, bei den Gildenangriffen dabei sind oder halt eben fehlen. Ja, und deswegen machen wir da ein bisschen eine strengere Politik. Das heißt, so viel wie die Leute werden dann halt eben, wenn sie ja mehrmals irgendwie ermahnt werden, dass die Fehlerquote zu hoch ist, dann werden sie halt eben gekickt, jetzt nicht von heute auf morgen. Ne, das ist natürlich klar. Da werden dann ein paar Warnhinweise rausgegeben. Ey, guck mal hier, deine Teilnahme bei den Gildenkämpfen beträgt irgendwie, keine Ahnung, nur 20%. Dann müsste man natürlich dann so ein bisschen, entweder das in die Wege leiten und wenn es dann nicht klappt, dann muss man sich halt dann trennen. Ne? Weil was bringt es, einen starken Spieler in der Gilde zu haben, der dann halt eben mehr oder weniger inaktiv ist so. Ne? Deswegen, da müssen wir schauen. Es sind auf jeden Fall Leute auf der Liste, auf der Warteliste. Wie gesagt, ich freue mich da sehr drüber und ja, das ist natürlich dann sehr cool zu sehen, wenn wir dann auch ein bisschen Unterstützung bekommen auf jeden Fall. Deswegen, ich freue mich drauf. Der Server wird krass. Ich glaube, das wird ein sehr spannender Server werden. Und wo ich mich hier genau eintummele, sag ich mal, von der Platzierung her, kann ich euch ehrlicherweise nicht genau sagen. Da müssen wir uns erst noch ein bisschen hochkämpfen. Ich war auf jeden Fall auf dem Server schon mal in den Top 10. So viel weiß ich. Das habe ich schon mal mitgekriegt. Aber wo genau ich mich befinde, wo ich mich eingliedere, wo hier mein Platz ist, mein Platz an der Sonne, weiß ich halt eben nicht genau. Wir müssen halt gucken, wir haben 250 zu 200 circa von den Statpunkten her, von den All-Stats. Deswegen, sehen wir hier zum Beispiel, sind wir schon mal deutlich schwächer. Ja, das wäre so mein Niveau auf jeden Fall. Hier ist auch so circa mein Niveau. Also ist anscheinend noch so ein bisschen random. Hier ist das sogar deutlich unter meinem Niveau eigentlich von den Statpunkten her. Da könnten wir ein bisschen höher auf jeden Fall. Und ansonsten ist halt eben jetzt die Ehrenhalle ein ganz schönes Stückchen stärker geworden im Vergleich zu vorher. Das muss man einfach mal so festhalten. Aber ist natürlich auch eben logisch. Ich finde es aber auch gut. Konkurrenzbelebtes Geschäft. Viele neue, starke Spieler sind hier am Start. Heißt für mich dann halt eben nur noch mehr ins Zeug legen. Ich sehe gerade hier, Nushu ist ja absolut die Glass Cannon hier. Der zwar 300k Intelligenz hat, aber 150k Ausdauer. Ja, was natürlich auch nicht so verkehrt ist. Und ansonsten haben wir hier nicht großartig weiter eine Chance. Ja, ich denke mal, von den Statpunkten her kann man sich vielleicht so zwischen 20 und 30 so ein bisschen eingliedern hier, ne? Je nachdem, wie es halt schwankt, aber die meisten haben hier halt eben auch schon ihre Skills verskillt, die sie durch die Kompensation erhalten haben und da können wir uns leider keinen direkten Vorteil durch verschaffen. Was aber interessant wird auf jeden Fall, der nächste Legendary Dungeon, da freue ich mich schon sehr drauf, da wir uns dann neu equippen werden. Weil wir das ja beim letzten schon machen wollten, das zum Glück nicht gemacht haben und jetzt nochmal die Kompensation bekommen haben von, was waren das, 20 Level oder so, ist das unglaublich krass, beim nächsten Legendary Dungeon reinzugehen dann mit 600 plus. Also das wird absolut heftig und ich freue mich sehr drauf, denn beim nächsten Legendary Dungeon wird auch der Paul, endlich seine Dungeon-Pause auflösen, die er jetzt schon gefühlt irgendwie 2-3 Jahre, in der er sich befindet, weil er ja so lange Pause gemacht hatte zwischendurch. Da freue ich mich sehr drauf. Da haben wir auf jeden Fall geplant, mal wieder einen Stream zusammen zu machen. Also das wird auf jeden Fall ein richtig cooler
Oldschool-Stream, so wie früher werden. Paul und ich live im Legendary Dungeon. Er geht aus seiner Dungeon-Pause raus und equipt sich dann neu. Ich equip mich neu auf dem Server hier auf meinem grünen Orki. Und das wird, denke ich mal, sehr, sehr cool werden. Da freue ich mich extrem drauf, wirklich. Und ich bin gespannt, was Paul denn hier auch so meistern wird. Ne? Er hatte ja auch schon vor, aus der DP rauszugehen, hat jetzt auch nochmal die Kompensation bekommen. Also das wird dann auch nochmal krasser werden und ja, freue ich mich sehr, sehr drauf. Das werden wir definitiv livestreamen dann auf Twitch, wenn es soweit ist. Und ja, ansonsten bis zum nächsten LD werden wir auch hier im Sandsturm natürlich ein bisschen aufgeräumt haben. Das heißt, dahingehend werden wir auch nochmal ein paar Level mehr gemacht haben als, ja, als jetzt ohne Sandsturm. Ne? Ist ja klar. Deswegen, das wird auch auf jeden Fall auch sehr, sehr nice. Und dann wird das richtig, richtig cool werden. Ja, da wir jetzt schon Items finden können, die deutlich über 1000 Stat-Punkte geben, wird das, denke ich mal, einen guten Boost auslösen und uns dann noch ein bisschen weiter festigen, vielleicht hier in den oberen Rängen dann mitspielen zu können. Ne? Also so jemanden hier von den Stat-Punkten her sollten wir eigentlich relativ easy legen können. So. Ja, das ging auf jeden Fall. Ne? Also man wurschtelt sich so ein bisschen durch hier, ne? Aber wir kriegen das schon hin. Ja, das ist so ein bisschen kleiner Einblick auf jeden Fall auf F24. Wie gesagt, wird ein sehr interessanter Server werden. Mal gucken, wo wir uns mit der Holzfällerhütte dann schlussendlich ja, positionieren werden. Wenn wir jetzt hier weiter runter gucken, von den Durchschnittsleveln her der Gilde, ja, kommt jetzt hier nachher nicht mehr so viel, was uns das Wasser reichen könnte. Ja, also es geht noch klar hier bisher alles. Wo es nachher wirklich interessant wird, müssen wir mal schauen. 528. Es könnte schon ein bisschen Krise werden. 536. 536. Ja, also ich gehe mal von aus, diese 4 Gilden hier auf jeden Fall werden sich hier oben auch festigen. Das werden die Top 4 Gilden werden. Ne? Und damit verlieren wir dann unsere ehemalige Platz 4 Position und werden vielleicht auf Platz 5 oder 6 dann uns so eingliedern. Bisher mit 547, zumindest vom Durchschnittslevel her, stehen wir gar nicht so verkehrt da. Deswegen, ja, mal schauen. Könnte es sogar realistisch sein, dass wir uns auf Platz 5 eventuell positionieren. Also das wird sehr spannend werden. Ja, auf den nächsten Elevator bin ich hier auch sehr gespannt auf dem Server. Aber das war es erstmal soweit von der Episode. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung, Kommentar dazu da. Wird auf jeden Fall jetzt in nächster Zeit ein bisschen mehr auch von dem Server zu sehen geben. Endlich mal wieder ein bisschen mehr vom grünen Orki hier. Und ich denke mal, das ist auch ganz cool zu sehen. Aber ja, ansonsten auf dem Main gibt es wahrscheinlich dann erstmal beim Sandsturm demnächst wieder fetten Content und beziehungsweise beim Hexen-Event zum Sandsturm, so. Und deswegen war es das erstmal soweit von mir. Vielen lieben Dank für alles, haut rein und bis zum nächsten Mal.